Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3 und vor allem willkommen zurück zu Mira. Es freut mich, die wieder zu besuchen. Larian hat nämlich mit Patch 6 einige neue Epilog-Szenen und auch Entscheidungen für die Romanzen eingeführt, unter anderem für die Romanze mit Lae'zel. Eine Entscheidung, die ich damals sehr vermisst habe, ist, dass man sie begleiten kann, wenn sie da mit ihren Drachen wegfliegt. Und das geht jetzt, aber es gibt auch noch ein paar andere neue Sachen mit den Entscheidungen eben, aber auch mit dem Epilog. Und das möchte ich euch alles in diesem Video zeigen. Aber starten wir mit meiner Lieblingsszene. Parasite. It's withered, dead along with the Netherbrain. I am cleansed. I will never be a filthy geich. Only mild offense intended, of course. You did the unthinkable, and I'm grateful for it. Even when my time in the prism stretched out like eternity, when escape seemed impossible, I never lost hope. I knew that my destiny was to liberate my people, to return to them triumphant. I was wrong. It seems I can only fulfill one part of my destiny. My people will be liberated, but I cannot return to them. Not like this. You helped me destroy that abomination. Now help me destroy myself. You must kill me. But first, Lae'zel, I need your promise. Carry my hope. Carry my burden. Call my dragons, Kulos and Kuthos, and ride to the Astral Sea. Destroy Vlaakith. Release our people. Be our future and our legacy. Ja, also das ist erstmal größtenteils noch gleich. Schade, dass immer noch ein bisschen dieses Zittern da drin ist. Aber jetzt ist eben diese Variante, dass sie die Drachen ruft, dass der Orpheus das nicht mehr machen kann oder möchte. Und jetzt können wir aussuchen, ich schließe mich euch an, wir töten die verräterische Lich-Königin. Das war schon vorher da, dass man Lae'zel das eben machen lässt. Hier kann man sie überzeugen, dass sie dann einfach hier bleibt, dass sie sich dem ganz verweigert. Auch da gibt es neue Sachen, das zeige ich gleich. Und hier kann man ihr die Entscheidung überlassen, was sie machen möchte. Und das hängt ein bisschen dann von den Werten ab. Aber ich möchte das jetzt ausprobieren. Ich schließe mich euch an. Wir töten die verräterische Lich-Königin. Shak Von Fintu, source of my joy. You honor me. Vlaakith will fall, and we will plant a seed. From that seed, Githyanki freedom will blossom. Lach crushed Makvlek. So be it. Now, give me my freedom from this form. Es war so toll, wie Lae'zel reagiert. So, jetzt kann man natürlich ihm das hier versuchen auszureden, ihm den ehrenhaften Tod schenken und ihm sagen, dass er den Tod nicht verdient hat. I will not be Geich. I did what I did to save my people. The rest is up to them. Someone else must rise within the ranks to lead the revolution against Vlaakith. Give me my freedom from this form. Release my soul to the astral seas, while I still have one to call my own. Und das haben wir ja schon ein bisschen gezeigt in den anderen Videos. Wir können versuchen, ihn zu überzeugen. Vielleicht könnt ihr zu eurem Volk nicht zurück. Aber ihr habt es euch verdient, seine Zukunft mitzuerleben. Einen Bonus hinzufügen mal hier. So viele Boni, das kann man kaum nicht schaffen. Perhaps you are right. I may not be the one to lead my people, but I can still bear witness to their glory. I shall find a place for myself in a corner of these realms. For even in darkness, the stars of Tu'narath will shine upon me. Gibt es eigentlich auch einen neuen Satz im Epilog, wenn man das so wählt, wenn er noch am Leben ist, was vorher noch gefehlt hat. He seems to be taking his new monstrous form pretty well. Maybe he is worthy to be the Gith's prince. Kulos! Kuthos!
Da guckt sie ein bisschen zweifelnd, die Mira. Also vorher gab es da schon die Möglichkeit, wenn man selber Gith ist. Aber das war ich halt nicht. Your heart flutters with excitement, aspiration, and even hope. The astral plane awaits. A rebellion takes shape. The future of the Githyanki Empire rests on your shoulders. Battle awaits, and you mean to rise victorious. Wie man so ein bisschen da einfach verzieht, ohne mit den anderen nochmal zu reden. Und dadurch habe ich jetzt auch das hier nicht. I'm hot. Too hot. I think this is it. The engine's finally cooked. Tja, das kann man jetzt auch noch verschieden vorbereiten. Das habe ich jetzt in dieser Szene nicht gemacht. And it's all because of you. Weil man kann halt dann, das Will sie nach Avernus begleitet. Das war jetzt nicht. You are the saviors. You. We are the savior of Baldur's Gate. Ja, also im Epilog kann man jetzt natürlich noch andere Sachen besprechen, wenn man mit ihr zusammen unterwegs war. Das mit Karlach kann man so machen, dass Will das übernimmt. Disordered environs of Limbo. You and Lae'zel heard the summons. A telepathic emanation. You are accustomed to receiving dispatches and battle orders from the Githyanki rebel forces in this form. But this was different. An invitation to a gathering of friends. Those allies who stood with you against the Netherbrain. Those who thwarted the grand design. Those who made your war against Vlaakith's tyranny possible. You cannot join them in person, but you shall be with them again, nonetheless, to project your image through the cosmos. Such is the skill of the Prince of the Comet. You have no doubt it can be done. Thou wert called here some. So, die Ansprache kennen wir schon. Das ist ja auch nicht geändert. Was ich jetzt nochmal ausprobieren möchte, wir haben ja in verschiedenen Videos schon die verschiedensten Varianten vom Epilog gezeigt. Mit und ohne Karlach. Mit verschiedenen Varianten hiervon eben. Aber das ist halt jetzt neu, zumindest für mich, weil ich keine Gith war, dass Lae'zel und ich zusammen unterwegs waren. Mal gucken, was wir jetzt zu besprechen haben, nach den ganzen Monaten, die wir da auf der Astralebene unterwegs sind. For 2 months we trained the Knights of the Comet. For 2 more we skewered Kithraki bellies. And for 2 more yet we traveled through Limbo. It's taken a dozen Gish's talents and a few stolen psi crystals. And 2 10 days of effort to conjure our projections here. Worth every one of those days and every drop of their sweat. Right here, right now. There's no other place I'd sooner be. Enjoy your night, chatter away. For tomorrow, we face Zereth Menyaragith. Zereth Menyaragith. And well you know the name. The immortal God King of the Githzerai, and the ruler of their capital, Shrek-Talor. Ja, das ist auch krass. Den treffen wir jetzt dann. Glaubt ihr wirklich, dass Menyaragith uns helfen wird, Vlaakith zu zerstören? I do. Menyaragith is an ascetic. He reached out in good faith. He will aid us if we meet him in the same spirit, my love. Love. The word hangs in the air for a moment before Lae'zel continues, unfazed. And if he refuses, we carry on. Gravity pulls us in but one direction. We are warriors of the comet. We will blaze forth until we burn Vlaakith's bones to ash and smash her phylactery to pieces. And when the comet has risen, we will be forever together. As surely as Kalir will forever circle the sun. Ich liebe euch, Lae'zel. An eurer Seite zu kämpfen ist eine Ehre und ein Vergnügen. Love and
Until I knew you, I thought the mere idea a joke. A weakness indulged only by lesser species. You proved me a fool. I am forever grateful. Neue Kursanimationen gibt es in Patch 6 ja auch. Never grow tired of. Wenn Orpheus unsere Siege doch nur hätte erleben können. I admit, I've longed for his guiding wisdom more than once, but I have not heard tell of him, nor has my mind felt his presence. Gith's son has been lost to the shadows. Perhaps one day, when the Lich Queen is dust, he will step into the light. Ja, das ist eine neue Referenz an ihn. There you are. I was hoping you'd make your way over. Da! Das haben wir eben nicht gesehen. Auch Karlach ist doch auch hier. Dann war sie mit Will zusammen in Avernus oder alleine. Karlach! Oh, shit. Oh, my God. He wasn't kidding. Withers, you mad bastard! You brought me back! Soldier. It's really you. I've missed you. Like, I've really missed you. And you're so shimmery. Die Variante kenne ich überhaupt nicht. Es ist diese ganzen Permutationen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, inwiefern das neu ist, ob das auch schon möglich ist, wenn man Gith war und eben mit Zelda unterwegs. Aber ganz am Anfang war es auch nicht möglich, auf jeden keinen Fall vor Patch 5, weil da kamen ja erst die Varianten mit Avernus für Karlach. Also für mich ist aber auf jeden Fall neu. Geil. Stört euch nicht an der Projektion, anders kann man das Fest nicht besuchen, wenn man im Limbus ist. Limbo, huh? You and Lae'zel have really been going places. Gods, I wouldn't have the nerve to stand against the two of you on any plane. As for the Avernus crew, man, that place is brutal. Oh, but hey, guess what I found? Cambion dropped a map with directions and blueprints for Zariel's own private forge. A fucking forge! Our current plan is to get in, grab a smith, and force him to fix old Rusty. Or maybe give me a brand new model that can live outside of Avernus. You haven't seen the last of old Karlach yet, soldier. Das kenne ich auch noch nicht. Also das ist, glaube ich, das ist schon mit 5 hinzugekommen. Aber trotzdem, für mich ist es neu. Und es gibt ja einige Hinweise mit den neuen Epilogen, auch nach Patch 5, mit Raphael und mit Lazarus, die halt doch irgendwie auf ein DLC oder vielleicht eine richtige Erweiterung hinweisen. Und es wäre so geil. Ich würde so gern, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich fände es aber geil, wenn man mit Karlach in Avernus kämpfen könnte, wenn man das irgendwie machen könnte, auch was sie jetzt hier angedeutet hat. Es gibt so viele Möglichkeiten, was da cool ist, aber das wäre toll. Wie schön, dass ihr vielleicht euer Herz reparieren könnt. Ihr seid gewiss sehr froh. Ja. Trying not to count my owlbears before they've hatched. But the thought of coming back to Baldur's Gate keeps me going. Can I look you up when I'm out? Natürlich. Was kann man denn sagen? Ihr werdet mich nicht finden, fürchte ich. Ich werde fern von Faerûn sein. Ja, aber auch nicht immer. Wir kommen noch zurück. Das will ich doch hoffen, sonst muss ich euch aufspüren, sofern euch inzwischen kein Teufel zu viele Löcher stanzt. Ja, wir machen das zweite. Auf jeden Fall. Wenn sie uns nicht findet, finden wir sie. Hey, that would be kind of fun, though. High stakes hide and seek. Honestly, I'd be curious to see if you could land a blow or two. Gods, is it good to see you again. To be here together. Hard not to get used to it all over again. This won't be the last time. I promise. Karlach ist einfach auch so ein... Die sind alle toll. Oder fast alle. At us. So, Will ist dann mit ihm in Avernus, oder? Gods, I must look a mess.
I just rolled out from under a pesky ogre when Withers yanked me in. Oh, I didn't mean... Well, I didn't mean that. I just gutted the ogre, not... How about I change the subject before I dig this hole any deeper? You look positively perfect, if a bit shimmery at the edges. To your relief, your projection holds. It took a dozen Gish's talents, a few stolen psi crystals, and 2 10 days of effort to conjure it. You can touch, taste, and talk. But your fleshy body is in limbo, the home of the mystical Githzerai. Once, the Githzerai were one with the Githyanki, until bloody civil war severed the Gith species. The Githzerai god king, Menyar Ag-Gith, sent word through the cosmos. He knows of your rebellion, and he's agreed to parley. Should the Githzerai join you, you could vanquish Flakith in a red dragon's blink. How fares the comet's path? I wager you've cracked open more Kithraki heads than you could possibly count. So cool, wie viel zusätzliche Informationen auch mit dem Epilog dazugekommen sind. Nicht nur für die einzelnen Geschichten, sondern auch mal wirklich Hintergrund für eben sowas hier wie den Bruderkrieg. 13 Kithraki, 25 Sarf, alles mitgezählt. Ja, aber das ist ja nicht das Wichtige, wie viel. Das ist ein bisschen weird. Aber wir befassen uns jetzt mit politischen Angelegenheiten. Wir suchen mächtige Verbündete unter den Githzerai. Diplomacy. Not so different from fighting, I find. You still grip your blade, you just hide it beneath a silken glove. How you thrill in the blade's hunt, Lae'zel. The trolls I've torn open, the ghouls I've cleaved, the stories I've been itching to tell. I don't suppose you'd indulge me. Das kennen wir aber schon. Das erzählt er weiter, wo ich glaube ich nicht alles davon gehört hatte. Und dann ist Karlach, und das ist glaube ich auch neu mit Patch 6, dass sie alleine auch nach Avernus gehen kann. Das hängt ein bisschen von den Entscheidungen vorher ab und von der Beziehung, die man mit ihr hat. Das ist auch wieder ein Hinweis mehr, finde ich, auf einen möglichen DLC, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, wie Karlach überlebt. Am Anfang war das ja unmöglich und jetzt so viele Varianten davon, wenn man mitgeht, wenn man eine gute Beziehung hat, dass sie jetzt alleine hingeht und hier dann wieder da ist. Das wäre ein ganz toller DLC. Aber es klingt, als käme Will ganz gut unter seine infernalischen Kräfte zurecht. Weil ich glaube, das ist nämlich so, wenn man ihn überzeugt, dann die Kräfte anzunehmen, also damit zu arbeiten, dann geht er mit ihr nach Avernus. Wenn er Blade of Avernus ist, dann nicht mehr die Blade of the Frontier. I won't lie. Losing the Eldritch blasts and the hexes took some getting used to. Nothing but void, where once there was hellfire. So, I stoked new fires in myself using the lessons my father once taught me. Now, the Blade of Frontiers is a ranger. A true hunter of monsters. A warden in more than just name. That ranger's left a mountain of corpses in his wake, and collected a tale or two. You'd indulge him one, yes? Der möchte unbedingt seine Geschichte erzählen. Das werde ich auf jeden Fall auch noch mal zeigen, wie das aussieht mit Will und Karlach zusammen. Und vielleicht mit verschiedenen Varianten da auch noch mal. Was will er denn erzählen? Eine Schlacht. Yes, but just the one, or I'll be yammering all night. You want to hear about the Stegosaurus that bullied Candle Keep, the impossible Lich, or the young dragon who crawled out of Deeping Cave? Wir haben eine andere Geschichte schon angehört. Ich glaube, wir haben den Dinosaurierkampf uns erzählen lassen. Was denn mit der Drachengeschichte? There are tales galore of a great green dragon called Clogiliometer. Try saying that 5 times in a row. Clogiliometer, Clogilimuffer, Clogamother, whatever. Let's call it Old Gnawbone. Turns out, Old Gnawbone had kids. And one of them flew the roost and took to stalking a small elven enclave outside Crypt Garden Forest. The damned dragon had turned the place into a slave camp before I arrived. Sordid beyond words. He was a big boy, but still a young'un.
a wonder of the skies, but a lumbering oaf on the ground. I tried a sly approach, but the whelp saw me coming and up it flew. Poison poured from its mouth as it descended. I tumbled away, shot it with arrows, and it crashed to the ground. I could have ended the battle there and then, but this was prey that deserved to be played with. The beast was a smoking heap of black-green scales once the battle was over. The elves and I sang songs and drank mead in celebration until their barrels went dry. Okay, aber er kann gut Geschichten erzählen, kann man nichts sagen. Man doch ein bisschen vermisst. I've missed you too. The rush of battles we fought, the heart-to-hearts, the nights around the fire, the comfort of knowing I didn't face the unknown alone. If I had to do it all over again, and I'd rather not, to be clear, I can't imagine not having you at my side. Go on, the night's young. You shouldn't waste a moment of it. Über den anderen jetzt mal Or schauen. waste a single drop of wine for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Ooh. Das kennen wir schon. Nur ein paar Sachen mal angucken, die neu sind. Ob sie was zu unseren Abenteuern eben mit Lae'zel sagen. Mit Schattenherz. Starting to wonder if you'd show up. Ah, das kennen wir dann schon. Ihr kommt wohl kaum ohne mich zurecht. You can say that with a straight face after all the times I had to come to your aid. Oh, come here, will you? It's been forever. Das haben sie ja auch in Patch 6 neu, dass man sie bei den Szenen mit ihren Eltern und bei Shar umarmen kann, wo sie es mal wirklich braucht. Aber schön, dass es hier auch geht. Allgemein sind das ja einige der neuen Szenen gewesen mit Patch 5. You feel a little more substantial than before. Less camping and scrounging off the land, I take it. Gutes Essen. Ja, dann kann man das jetzt natürlich kombinieren mit den neuen Sachen. Das kennen wir zum Teil ja auch schon. Kampagnen an der Seite von Lae'zel gegen Blackhoof sind kein Picknick. Ich sehne mich nach den alten Zeiten. Same. In fact, I found a nice meadow not far from where I live now. Every now and again, I'll spend the night there. For old time's sake. I'm glad you seem well. Trudy. Ach, das ist ja nett. Freue mich natürlich auch, dass es ihr gut geht. I had no doubt. But I'm glad to hear you say it all the same. Ihr müsst euch wohl fragen, was ich seither getrieben habe. Must I? You presume a great deal. I'm joking. Of course I want to know. Tell me all. Das ist ein ruhiges Leben, das stimmt ja nicht. Abenteuer. Und das hier, das können wir erzählen über Vlaakith. Jenseits der Astralsee gekämpft. Jeder Sieg bringt uns Vlaakiths Untergang näher. A sorely deserved downfall, I might add. Vlaakith made the wrong enemies, and now it will cost her everything. Just keep safe out there. For me. Oh. Hopefully these meetups will become a regular occurrence. It's not that I miss the tadpoles, but at least it brought us together. Now we've got to make the extra effort ourselves. Ja, das ist wie im Real Life Nummer 2 hatten wir schon. Aber wir bleiben in Verbindung, keine Sorge. I'm sure we will, but let's be proactive about it all the same. We're more than capable. After all, we've faced down bigger threats than wrangling together a few social calendars. Don't be a stranger. Oh, but I wish he were here. Von wem kommt das denn? The past-made present. Well, look who decided to turn up. I wasn't sure our withered old friend could live up to his promise. Or here I am. I'm not sure about you. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt antworten soll. Die Projektion muss reichen. Hoffentlich habt ihr keine Umarmung erwartet.
Nothing quite so carnal, I'm afraid. I'm mostly just pleased to see you alive. You know, I was concerned you'd land yourself in trouble without me to look after you, but I see you're doing just fine as you are. Flying across the cosmos on the backs of dragons, waging war on your mad queen. I couldn't be more proud. Also, das kennen wir gleich zum größten Teil schon. Ich sag mal das erste noch. Ihr wirkt glücklich, habt ihr getrunken? Alas, no. I haven't dared to risk it while Cazador still lives. Da haben wir uns nicht drum I gekümmert. haven't seen the sun since the brain fell. I'm reduced to eating vermin once more, and I can't walk the streets lest Cazador Ein finds bisschen me. düster, wenn man das so macht. Ein Jammer, aber was soll man machen? Ich wünschte, ich hätte helfen können. Vielleicht können wir mir danach noch helfen. Oder in der alternativen Realität. Well, you've been busy, haven't you? Away having new adventures, living your new life. Although, if you wanted to help now, I certainly wouldn't say no. You're more than capable of facing him. And killing him. One hopes. Natürlich würde ich ihn gerne töten. Thank you. I can't tell you how much this means. But killing vampires is a decidedly daytime activity. We've had quite the journey, you and I. From the moment I first threatened you, I knew you were someone special. I will miss our time together. See you later, darling. Mal gucken, was jetzt unsere Zeit sagt. Ja, aber das im Headcanon kann man sich das ja denken, dass man die Zeit nutzt. Entweder zwischendurch oder wenn man jetzt hier das Treffen mit dem Giftkönig hatte, dass man da nochmal vorbeischaut. Das mit Gale kennen wir auch schon. Naja, aber es ist doch ganz nett. Ich wollte auch vor allem das mit Lae'zel anschauen. Dann gibt es natürlich noch ein paar einzelne Sätze von den Leuten. Was ich jetzt noch zeigen möchte, ist, dass wenn man mit Lae'zel eben nicht zur Astralebene reist, sondern mit ihr gemeinsam in Faerûn bleibt, da gibt es nämlich auch neue Animationen. Und erstmal hatte ich die Szene zum Teil oder bestimmten Entscheidungen noch gar nicht. Und falls ihr die schon gesehen habt, gibt es trotzdem neue Animationen. Das sieht halt anders aus als vorher. Diese Entscheidung kann man hier treffen. Ja, man kann die Drachen rufen, man kann ihr die Entscheidung überlassen. Bei mir läuft das darauf hinaus, dass wir ebenfalls dann gemeinsam hingehen. Das sind nur 1, 2 Sätze anders, aber es hängt ein bisschen, wie gesagt, von eurem Status ab. Aber hier können wir auch sagen, ihr habt hier bei mir eine neue Bestimmung gefunden. Bleibt bei mir, dann finden wir unseren eigenen Weg. Mother Gith battled for liberty, but it was only here, with you, that I learned what it meant to be free. Yes, I will stay. My destiny is for neither Vlaakith nor Orpheus to decree. It is mine. Then my destiny is undone. Until someone can take up my cause, the Githyanki will remain chained. I found freedom, and then lost myself to this horror for nothing. All that remains is to die. Der Teil ist ziemlich düster dann. Githka Tavkim crashed. Aber es ist auch das Schöne, es gibt so viele Varianten, Permutationen und dann auch Konsequenzen tatsächlich für die Entscheidungen As noble in eben. death as he was in life, his sacrifice will not be forgotten. So. Das ist jetzt der Teil, den man schon kannte. Ich wollte es nochmal für Kontext und nochmal selber sehen. Und dann können wir jetzt mal schauen, was dann eben neu ist nach der Zeit, wenn man hier zusammen in Faerûn war. Und das hier ist neu. I abandoned my prince for you, and for a path of our making, away from the astral. And yet I breathe all the more free. Little is lost, so much is gained. Last night will be forever branded into my memory.
But now, I must think of future days. I am forever marked by Vlaakith. The Undying Queen's knights will chase me across Faerun till I draw my final breath. Our lives will be colored by blood red and death black. Are you ready for the battles to come? Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das habe ich auch schon mal gezeigt, dass man jetzt mit ihr Schluss macht sozusagen und sie allein lässt. Das ist mal richtig hart. Aber natürlich. Anders würde ich es nicht wollen. Wir sind zusammen. Yes. A bond so tight, Vlaakith would unleash the Astral Sea's fury if she ever tried to break it. When the Red Dragons come, we will shake the skies with their screams. The ground will be soaked and spoiled wherever the Kithraki fall. We will not be their prey. They will be ours. Hells. Talk of battle set my heart beating all over again. Back to bed. I have more tricks to show you. Der Blick von Mira war ihm ja der Hammer. Oh, okay. Manchmal ist die Mimik ein bisschen übertrieben. Und dann kurz danach hat sie auch so skeptisch geguckt, aber der Blick war richtig gut, gerade als der erste Kameraschwenk darüber kam. Ja, und dann will ich mal kurz gucken, was dann im Epilog vielleicht noch anders ist, wenn man eben jetzt es so gewählt hat. Lae'zel has been learning the ways of Faerun by your side as you traveled together far and wide. A letter written in a frail hand interrupted your adventures. Na gut, An das kennen wir jetzt alles schon. to a gathering of former allies. Diesen Teil. Those who stood with you against the Netherbrain 6 months ago. The location is familiar, and though the road is hard and long, you would not miss this for the world. Und das ist halt schon cool, dass Baldur's Gate 3 diese Mischung hat. Einmal aus Entscheidungen, die manchmal im ersten, zweiten, dritten Akt und über einen langen Zeitraum gefällt werden und sich dann auswirken. Und dann dieser Beziehungsstatus, wie man zueinander halt, ne, wie die Zuneigung ist oder das Vertrauen. Aber auch dann ganz kurzfristige Sachen. Und das macht ein gutes Spiel aus, dass das alle diese, oder 3 oder vielleicht sogar mehr Ebenen beinhaltet. So, dann sind wir beide richtig hier, gar nicht mal als Projektion. Jacques von Fendu. I thought watching you slay Vlaakith's hunters in the cliffs of Sword's Teeth might be the month's pinnacle. But I was wrong. Being right here, with you, is an infinitely greater pleasure. Alas, I can only rest so long. I've got wind of a Githyanki outpost hidden deep in Chult, the last of Vlaakith's Sword Coast strongholds. I mean to slay every last Sarth and Kithrak, and I mean for you to join me. Da sind wir dabei. You always did have a great fire in your belly. I'm glad to be the one to keep it kindled. Now go, mingle while you can. That's the word, right? Mingle? I won't be far. Not tonight. Not ever. Wie kann die denn halt mit jedem zweiten Satz auch immer solche Sachen raushauen? So einfach, ich bin nicht weit weg. Nicht jetzt und niemals. Und jedes Mal. Der Hammer. Ach. Ich liebe euch, Lae'zel. Kann man nicht anders sagen. Until Mann, I Mann, knew Mann. you, I thought the mere idea a joke. A weakness indulged only by lesser species. You proved me a fool. I am forever grateful. Ja, das kennen wir zwar schon, aber... So, daran hat die Animation neu, ganz am Anfang, da wo sie im Bett lagen. Das war vorher anders. Passt jetzt auch ganz gut. A taste I will never grow tired of.
So, jetzt gibt es noch ein paar Variationen natürlich, wenn man mit ihr zusammen unterwegs war. Aber das ist jetzt auch nicht spezifisch neu für den Patch 6. Das war erstmal das Wichtigste für Mira jetzt mit Patch 6. Es gibt noch ein paar Sachen, die ein bisschen aufwendiger sind. Entscheidungen oder neue Szenen, die da vorliegen. Das kombiniere ich dann auch ein bisschen mit meinem anderen Run, mit Liliana zum Beispiel. Das will ich dann noch zeigen. Außerdem mache ich noch ein allgemeines Video über die Romanze mit Lae'zel. Da habe ich ja schon mal einen ersten Teil gemacht, aber da wollte ich das noch ein bisschen zeigen, was die unterschiedlichen Varianten sind. Das wird ziemlich spannend. Die Romanze mit Lae'zel ist fantastisch. Und darüber hinaus bin ich ziemlich sicher, dass auch nicht das letzte Video mit Mira gewesen sein wird. Einmal, weil es gut sein kann, dass mit einem Patch 7, 8, 9, was weiß ich, neue Szenen im Epilog sind, noch ein paar andere Entscheidungen. Und ich hoffe immer noch auf einen DLC. Ich bin nicht ganz sicher, wie wahrscheinlich das ist. Ich denke, so 50-50 ist mein Gefühl. Also die Chancen stehen nicht schlecht, aber es ist auch bei weitem nicht sicher. Das wäre natürlich toll bei den ganzen Andeutungen. Und dann würde ich natürlich auch mit Mira diesen DLC weiterspielen und gucken, was da alles kommt. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.